Ja, hallo UN. Wie Ja, kommen Sie an diese deswegen rufe ich Nummer? an. Ich wollte einen Hack melden. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends. Heute mit wieder mal natürlich super spicy Themen. Revell ist wieder da und die United Nations hatten einen kleinen Datenleak. Es gibt eine Schwachstelle in Bluetooth und VPNs werden vielleicht bald verboten. Viel Spaß! Und selbstverständlich starten wir wie immer mit den Hacking News. Heute zuallererst mit Revell. Revell ist eine Ransomware-Gang. Das bedeutet, sie hacken Systeme, verschlüsseln die Systeme dann auf wirklich professionelle Art und Weise und stellen dann eine Art Payment-Service zur Verfügung, wo man dann quasi bezahlen kann und dann werden die Daten wieder entschlüsselt. Das ist wirklich professionalisiert mittlerweile. Die haben einen 24-Stunden-Service und so weiter und so fort. Und naja, die sind erst vor kurzem verschwunden. Also kurz nachdem sie Kaseya übernommen hatten, ein Zulieferer von über 1000 Unternehmen und alle Unternehmen verschlüsselt hatten, sind sie verschwunden und sogar die Entschlüsselungstools wurden teilweise veröffentlicht und ja, niemand wusste so richtig warum eigentlich, also sie wurden jetzt nicht irgendwie aktiv verfolgt oder sowas und jetzt sind sie wieder da und hacken weiter munter drauf los. Das heißt, die ersten Aktionen sind schon passiert und man kann auch wieder auf dieses Payment-Portal zugreifen, natürlich einen Onion-Service, das heißt, man kann es nicht zurückverfolgen, wo das ist, aber man vermutet, wie gesagt, Revell ist eine zumindest wahrscheinlich russische Gang und jetzt wieder aktiv. Wir werden wahrscheinlich noch mehr von denen dann in der nächsten Zeit hören. So, wo wir gerade bei Russland sind, dann hier allerdings noch eine kurze Sache. Und zwar, viele von euch haben mir geschrieben unter meinem Staatstrojaner-Video, ja, dann kram ich halt einfach mein altes, nicht ganz so smartes Phone wieder raus und verwende das halt wieder. Da wird schon kein Staatstrojaner drauf laufen. Ja, ich muss euch ein bisschen enttäuschen, da läuft vielleicht nicht der Staatstrojaner drauf, den aktuell viele haben oder hatten und vielleicht läuft da auch nicht unbedingt die neue Variante dann drauf, aber in Russland kam jetzt raus, dass auf neuen Telefonen, die verkauft wurden, keine Smartphones, sondern so richtige Bauklotz-Dinger, ja, da ist auch Malware drauf und die läuft auch wunderbar. Das heißt, selbst das würde nicht funktionieren. Und wenn ihr euer altes Nokia oder was auch immer rauskramen wollt, da sind höchstwahrscheinlich noch einige Sicherheitslücken drin in vielleicht Bluetooth, falls das schon dabei war oder. Also, ich wäre vorsichtig mit der Annahme, es führt leider nicht unbedingt immer zu mehr Sicherheit, was Altes zu benutzen. In den seltensten Fällen tatsächlich sogar. Russland die dritte und versprochenerweise auch die letzte für heute. Denn Yandex, Russlands Google sozusagen, hat einen, beziehungsweise den größten Denial-of-Service-Angriff ever mitigiert, so wie es aussieht. Das heißt, sie sind ihn losgeworden. Jetzt erstmal, was ist ein Denial-of-Service-Angriff? Das ist quasi, wenn ihr sehr viele Geräte auf einmal eine Website anfragen lasst und einfach nur darauf aus seid, dass diese Website diesen Traffic eben nicht schaffen kann. Das bedeutet, wenn einfach viel zu viele Geräte, könnten auch zu viele Menschen auf einmal sein, aber wenn eben viel zu viele Geräte auf einmal auf eine Webseite zugreifen und eigentlich nur Böses im Sinn haben, dann reden wir von einem Denial-of-Service-Angriff. Und dagegen gibt es Anbieter wie zum Beispiel Cloudflare, die eben solche Sachen versuchen zu filtern, also echten Traffic von Bot-Traffic rauszufiltern. Wir haben am Ende in der Statistik der Woche haben wir auch nochmal einen kleinen Bericht darüber, aber dazu später mehr. Jetzt zu diesem Angriff, den Yandex da abgewehrt haben soll. Und zwar handelt es sich um einen Angriff des Botnetzes Meris, der tatsächlich 21,8 Millionen Requests per Second, also Anfragen pro Sekunde, groß war. Das heißt, jede Sekunde kamen 21,8 Millionen Anfragen, Suchanfragen zum Beispiel, nach irgendwas. Und man sieht das in der Auslastung so richtig schön als Graph, dass es hier so richtig steigt und dann wieder etwas abfällt. Also man sieht schon deutlich, dass es ein Bot-Angriff war und nicht von echten Usern plötzlich wäre. Was natürlich auch sein könnte. Aber ja, bisher war der größte Angriff 17,2 Millionen Anfragen pro Sekunde und witzigerweise war der auch schon, also der vorige Rekord, war auch schon von dem Botnetz Meris, das jetzt auch wieder Yandex angegriffen hat. Ja, was das für uns bedeutet ist, dieses Meeresbotnetz ist ziemlich gefährlich und ziemlich groß, denn Seiten, die vielleicht kein Cloudflare oder vielleicht nicht Yandex sind, Yandex ist riesig, okay, es ist fast so groß wie Google, nur halt Russland. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Riesenanbieter ist, dann kann so eine Anfrage oder so ein Botnetz deine Seite wirklich für mehrere Stunden, Tage oder sogar Wochen lahmlegen, je nachdem, wie lange eben dieser Botnetzangriff bestehen bleibt. Und das kann teuer werden. Nehmen wir einfach mal eine Seite, wo ihr Sachen verkauft.
da fallen alle Kunden weg und die suchen sich dann im Zweifelsfall auch eine alternative Plattform, wo sie dann eben Sachen einkaufen können, was nicht so geil ist für ein Unternehmen. Deswegen hat man ein bisschen nachgeforscht, was eigentlich hinter diesem Botnet steckt und naja, es handelt sich wohl um alte Router, die einfach nicht gepatcht wurden. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie zur Hölle kann ich denn bitte meinen Router patchen? Die allermeisten Router machen das von sich aus. Das heißt, wenn man sie aussteckt, ein paar Sekunden lang nicht mehr eingesteckt hat und dann wieder einsteckt, dann verbinden die sich erstmal neu mit eurem Internetanbieter, holen von dem normalerweise die neuesten Patches und dann läuft das ganze Ding schon. Wenn ihr da irgendeine Custom-Lösung habt, dann könnt ihr euch trotzdem bei eurem Router einloggen und dort vermutlich ein Firmware-Upgrade machen oder auch einfach nur ein normales Update. Und das würde ich euch jetzt mal ganz kurz empfehlen, dass ihr das macht. Doch noch mehr Gefahren lauern für Firmen als nur Denial-of-Service-Angriffe und diesmal auch für Privatnutzer. Und zwar handelt es sich um eine neue Schwachstelle in Microsoft Office. Und das ist eine ziemlich gravierende Sache. Ganz kurz zu dem normalen Ablauf von Dingen. Ja? Ihr bekommt eine E-Mail oder ihr bekommt auch nur einen Link oder jemand anders sendet euch irgendwie ein Microsoft Office-Dokument, DocX oder PPTX oder sowas in die Richtung. So, und was jetzt passiert ist Folgendes. Ihr ladet euch das runter und ihr öffnet das. Aktuell ist noch nichts passiert und auch mit der neuen Variante ist noch nicht wirklich was passiert zu diesem Zeitpunkt. Aber sobald ihr jetzt auf Bearbeiten klickt, könnt ihr euch ein Virus einfangen. Davor, also bevor diese Schwachstelle da öffentlich wurde, musste man sich immer, musste man erstmal auf Bearbeiten klicken und dann fragte das Ding nach, ob man Makros erlauben möchte. Und Makros sind sowieso wie ein Schleudern des Todes in Office-Dokumenten, deswegen werden die normalerweise gar nicht akzeptiert. Deswegen ist sowas super beliebt bei solchen Spam- oder Phishing- oder sonst irgendwas Kampagnen. Also passt da bitte besonders auf. Ihr müsst nicht mal Makros aktivieren. Das Ding nutzt eine Schwachstelle in Office selber aus. Sobald ihr auf Bearbeiten drückt, könnt ihr einen Virus haben. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, es ist quasi intern, greift es auf Web zu und dazu nutzt es leider noch so eine alte Art Internet Explorer sozusagen. Fragt mich nicht wieso. Auf jeden Fall ist da über diese Kette quasi jegliche Ausführung von Code möglich. Eine offizielle Reparatursache von Microsoft gibt es aktuell noch nicht. Deswegen sagt Microsoft hier, ey bitte, mach mal deaktivieren hier für solche unsicheren Dokumente. Und das verlinke ich euch unten, beziehungsweise ihr seht es hier auch eingeblendet, aber das abzutippen ist natürlich doof. Deswegen ist unten die Quelle verlinkt und dort könnt ihr das Ganze dann quasi als .rec speichern und dann ausführen. Dann ändert das was in eurer Windows-Administrations- oder Anzeige sozusagen, also quasi eine Einstellungsänderung, die ihr halt so nicht als User normalerweise vornehmt. Alles in allem mal wieder eine große Frage, warum Windows sich oder Microsoft sich da nicht aktiver drum kümmert, dass man da möglichst schnell einen Fix rausbringt, weiß ich aber nicht. Und damit kommen wir zu einer eher erfreulicheren Nachricht, und zwar BabookLocker ist auch eine Ransomware, die viele Unternehmen und auch Privatpersonen befallen hat. Und jetzt ist aktuell tatsächlich der Source Code von diesem Locker-System aufgetaucht. Darunter könnte natürlich auch dann sowas sein wie Schlüssel zum Wiederentschlüsseln von verschlüsselten Geräten. Das heißt, wenn ihr Opfer von BabookLocker seid und eure Daten noch nicht wieder habt, dann könntet ihr da vielleicht Glück haben. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Warum ist das passiert? Naja, tatsächlich hat einer der Täter hier gesagt, er möchte oder er hat Lungenkrebs im Endstadium und er möchte noch sein restliches Leben als Mensch verbringen und hat deswegen in einem, schon wieder russischen Forum einen Schlüssel oder eben den Source Code geleakt. Und tatsächlich scheint das auch zu stimmen, das haben mehrere unabhängige Quellen hier bestätigt. Also in dem Sinne, falls ihr BabookLocker installiert hattet, schaut da definitiv mal nach. Und damit kommen wir zum Hack der Woche. Und diese Woche geht es um Bragtooth. Brag ist norwegisch für Absturz oder Crash. Und genau darum geht es auch. Bluetooth Crashes. Und zwar sehr viele davon. Es ist eine richtige Liste an Schwachstellen im Bluetooth-Protokoll bzw. den Implementierungen und hat im Endeffekt zur Folge, dass man zum Beispiel auch Kopfhörer stören könnte, dass man Audiogeräte stören könnte, dass man Laptops stören könnte, die Bluetooth verwenden und so weiter und so fort. Man könnte quasi komplette Geräte einfach abschalten. Einfach so, weil man eben diese Lücke ausnutzt. Das Problem an der Sache ist aber, wie leicht es vor allem auch durchzuführen ist. Bluetooth ist ja wirklich in sehr, sehr vielen Geräten mittlerweile drin und man kann mit einem $15 Bluetooth-Sniffer-Gerät einfach so diese ganzen Angriffe durchführen. Die gibt es überall zu kaufen und sind an sich auch
naja, jetzt nicht wirklich problematisch irgendwie zu bekommen, sind günstig und jeder kann es halt einfach machen. Das hat natürlich zur Folge, dass man in einem relativ großen Umkreis im Endeffekt einfach Geräte komplett stören könnte, was natürlich speziell irgendwie in der Bahn oder am Bahnsteig oder sowas zu einem richtigen Nerven, naja, es ist nicht tragisch am Bahnsteig, aber stellt euch mal in medizinischen Einrichtungen vor, wenn da wirklich Bluetooth als Standardprotokoll teilweise eingesetzt wird, wenn man da solche Apparaturen stören kann, die über Bluetooth eben miteinander verbunden sind. Das ist alles andere als geil und ja, ich hoffe, es wird bald gefixt. Hallo Welt, hallo Europa, hallo Deutschland, hallo Amerika. Damit kommen wir zum zweiten Hack der Woche. Tatsächlich ist gerade eben noch was reingekommen und zwar Attila Hildmann wurde quasi auf allen Kanälen von Anonymous Deutschland übernommen. Und das war eine sehr interessante Geschichte tatsächlich. Ihr könnt euch das komplette durchlesen, natürlich in der Beschreibung unten verlinkt. Was passiert ist folgendes. Attila Hildmann soll am Anfang eher gemäßigt und normaler gewesen sein, hat sich dann aber immer mehr radikalisiert und wurde richtig rechtsextrem mit richtig judenfeindlichen Bildern auf seinem Handy und so weiter und so fort. Und sein Administrator, Kai genannt, hat tatsächlich auch das Ganze so empfunden. Er war seit Anfang an relativ weit dabei. Er hat seine Telegram-Kanäle administriert, seine Website administriert oder alle Webseiten besser gesagt und hat sich jetzt am Ende gegen ihn gestellt. Er hat Anonymous Deutschland kontaktiert und die haben dann tatsächlich die ganzen Zugänge gemeinsam so ausgenutzt, dass sie live über 100.000 E-Mails mitlesen konnten und scheinbar auch, Achtung, das ist aktuell ohne Belege, scheinbar auch über 100.000 E-Mails von AfD, von Lufthansa, von allen möglichen scheinbar mitlesen konnten ohne Ende und da kommt scheinbar noch sehr, sehr viel. Aktuell sind das nur Behauptungen, das heißt, da ist noch nichts geleakt worden, aber in den kommenden Tagen soll da mehr dazu kommen und ich werde euch wahrscheinlich in einer Art neuem Format oder sowas werde ich euch darüber natürlich auch aufklären. Tatsächlich, wie gesagt, die Kanäle, die Attila Hildmann am wichtigsten waren, also seine Telegram-Gruppe, die wird er, so wie es scheint, nicht mehr wieder zurückbekommen, denn der Administrator, der quasi zu Anonymous Deutschland gegangen ist, hat die anderen Administratoren aus der Gruppe entfernt vorher. Das heißt, die meisten Kanäle wird Hildmann nie wieder bekommen, manche scheinbar schon noch, also manche könnte man zurückkriegen, aber ja, also sehr viele sensible Informationen, die da scheinbar auch aufgetaucht sind. Ich werde euch, wie gesagt, darüber weiter informieren. So, und weiter geht's natürlich mit den Updates zu Anonymous und Attila Hildmann. Ich hatte natürlich recht, es wurde noch sehr viel mehr veröffentlicht und ich wollte euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Allerdings muss man dazu sagen, heute ist jetzt Freitagmorgen 7:57 Uhr und ja, heute kommen die IT-Trends raus, deswegen kann ich euch leider die nächsten Updates nicht mehr geben. Die werden dann in den nächsten IT-Trends auch dabei sein, wahrscheinlich, falls es noch welche gibt. Okay, also was ist passiert? Nachdem tatsächlich hier jetzt anonnews.de auf Twitter den Blogpost von Anonymous geteilt hat, den ich euch im letzten Part schon vorgestellt habe, wurden sie bei Twitter tatsächlich gesperrt. Also anonnews.de wurde bei Twitter gesperrt. Und der Anonymous Blog ist natürlich selbst gehostet, der ist noch online natürlich. Aber alles in allem fragt man sich dann, warum wurde anonnews.de tatsächlich auf Twitter gesperrt? Es gab einen riesen Hashtag, einen riesen Aufschrei an Twitter, warum zur Hölle die gesperrt werden. Und das hatte tatsächlich seine Berechtigung. Und ja, das möchte ich mal ganz kurz hier ausführen. Und zwar, Anonymous hat tatsächlich selbst gesagt, nachdem sie vom CCC und von netzpolitik.org so hart kritisiert wurden, dass sie so viele Daten leaken und an die Öffentlichkeit bringen, weil das personenbezogene Daten sind, die man schützen muss, auch von Leuten, die es vielleicht nicht immer verdient haben, haben sie dazugelernt, haben sie gesagt, und haben dann nie wieder Daten seither geleakt. Und das ist tatsächlich auch, soweit ich das weiß, korrekt. Sie bezeichnen sich selber eher momentan als Whistleblower. Das bedeutet, sie leaken keine Daten, sondern sie geben diese Daten weiter an Behörden, damit ermittelt wird, und an Journalisten, damit das Ganze an die Öffentlichkeit kommt. So, das heißt, im technischen Sinne gab es keine Leaks in dem klassischen Fall. Es gab keine Veröffentlichung von privaten Daten oder Nachrichten von Hildmann. Niemand kann diese Daten öffentlich sehen. Die sind alle hinter Verschluss und werden nur eben an Journalisten und Behörden weitergegeben. Technisch gesehen, das ist die Twitter-Begründung Nummer 2 quasi, also Begründung Nummer 1 von Twitter für die Blockierung war, dass sie Daten geleakt haben. Falsch offensichtlich. Die zweite Begründung ist, dass sie einen Hack durchgeführt haben. Das heißt, Hacking-Daten teilen oder eben zu Hacks aufrufen oder sowas.
Und technisch gesehen gab es in diesem Fall auch keinen Hack. Es wurde auch in den Medien mega groß aufgebaut, schon wegen Anonymous hat Attila Hildmann gehackt. Das stimmt so nicht. Das muss man hier ganz klar sagen. Technisch gesehen ist Kai, der Administrator von Attila Hildmann, zu Anonymous gegangen und hat denen alles ausgeliefert. So, und jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, aber das waren Attila Hildmanns Strukturen, die hat er ja quasi besessen und jetzt besitzt sie Anonymous. Das ist auch nicht ganz richtig. Kai steht sogar als Inhaber der Domain und so weiter drin. Das bedeutet, da kann eigentlich Attila Hildmann gar nichts machen. Das sind eigentlich gar nicht seine Strukturen. Kai hat ihn quasi einfach nur rausgeschmissen. Und eigentlich waren es Kais Strukturen, wenn man so möchte. Das heißt, Hacking im klassischen Sinne gab es auch nichts. Anonymous hat hier nichts gehackt. Anonymous hat einfach nur als Informant, beziehungsweise Kai war der Informant von Anonymous und Anonymous hat das Ganze weitergegeben an die Presse. Und das ist eigentlich ganz normaler Journalismus, wenn man so möchte. Also das, was Anonymous gemacht hat. Das, was Kai gemacht hat, ist Whistleblowing. Das, was Anonymous gemacht hat, ist anonymer Journalismus, wenn man so möchte. Das heißt, technisch gesehen hat man hier eigentlich nichts Illegales gemacht, wenn ihr mich fragt. Wie ihr das seht, dürft ihr mir gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. Aber jetzt lasst mich noch ganz kurz hier ein bisschen fertig erzählen, was hier alles passiert ist. Und zwar ist es viel passiert, deswegen, ich habe hier ein paar Notizen hinter mir, weil ich keine Zeit für ein richtig ordentliches Skript hatte, sorry dafür. Okay, also, es gibt momentan, das möchte ich noch ganz kurz hier anmerken, es gibt momentan sehr viele Fakes von Anonymous, die sich auf Twitter befinden und eben so tun, als wären sie die originalen Anonymous. Das ist nicht so, das, ja, sind halt Trittbrettfahrer, die einfach die Follower abgreifen wollen. Und nicht unbedingt immer die Wahrheit verbreiten, beziehungsweise teilweise auch gezielte Falschinformationen verbreiten. Also Achtung an der Stelle. Natürlich nicht alle, das muss man natürlich auch dazu sagen. Okay, so, was ist jetzt also passiert? Es gab in dem Leak, ja, den die Journalisten bekommen haben, zunächst einmal 2 Kapitel, die hier noch vorgestellt wurden. Und zwar einmal, Attila Hildmann wurde ja nicht festgenommen in Deutschland, beziehungsweise wurde nicht ausgeliefert von der Türkei, weil er scheinbar die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Das heißt, er hätte nach diesem Auslieferungsverfahren hätte er gar nicht ausgeliefert werden können, weil er halt türkischer Staatsbürger ist und in der Türkei ins Gefängnis gehen müsste, wenn er irgendwas verbrochen hätte. Obwohl eben auch die deutsche Staatsanwaltschaft ihn gerne im Gefängnis sehen würde. Und das heißt, eigentlich hat die deutsche Staatsanwaltschaft da keine Macht oder sowas und deswegen ist da nicht weiter was passiert. Eine Sprachnachricht, wo man Attila Hildmann wirklich selbst hört, die wurde tatsächlich veröffentlicht, da sind allerdings keine privaten Informationen sonst drin, da sagt er quasi selbst, dass er das allerdings nicht hat. Er hat keine doppelte Staatsbürgerschaft. Er hat die Long-Term Residence Permit. Das ist quasi, wenn man eine Langzeitaufenthaltsgenehmigung in der Türkei hat, dann kriegst du die. Und die hat er. Aber technisch gesehen müsste er dann trotzdem ausgeliefert werden an die deutschen Behörden. Sprich, die deutschen Behörden haben da einfach so ein bisschen was unter den Tisch fallen lassen, behauptet Anonymous hier. Das kann man natürlich so nicht überprüfen, kann natürlich auch sein, dass das nicht ganz korrekt ist oder irgendwas Rechtliches oder sowas da noch im Weg stand oder Bürokratie mal wieder, weiß ich. Aber auf jeden Fall, das sind die Informationen. Das zweite ist, einen Tag später, also quasi Donnerstagabend um spät, ja, sehr spät sogar, kam ein neuer Blogpost raus, den ich euch noch ganz kurz zusammenfassen möchte. Und zwar, es scheint irgendwie, als würde jeden Tag wirklich so ein neues Kapitel rauskommen. Das heißt, ich werde euch da noch darüber informieren. Das heißt, gestern fand eine kleine Art Pressekonferenz statt. Also wirklich nur für die Presse, nicht für alle öffentlich. Mit Anonymous und Kai. Natürlich Anonymous komplett anonymisiert. Ha, der Name sagt schon. Aber Kai war dort tatsächlich mit Gesicht zu sehen, mit allem drum und dran. Und Kai hat diese ganzen Behauptungen bestätigt. Und es gibt auch ein Video von Attila Hildmann, beziehungsweise ich glaube, es ist eine Sprachnachricht an seine Follower, wo er das bestätigt, dass Kai ihn betrogen hat. Und wo er ihn auch beleidigt und so weiter und so fort. Also das scheint schon korrekt zu sein, dass Kai hier der Serveradministrator war und dass Kai ihn betrogen hat. Das ist zumindest, würde ich das so behaupten, bestätigt. Und genau, Kai hat dort alle Behauptungen bestätigt. Die Online-Stern, Co. und so weiter waren dort und haben dann darüber berichtet. Und zwar, dass Kai scheinbar Attila Hildmann geholfen hat, gezielt Netzwerke für Hakenkreuze, für Judenhass, für Kriegspropaganda aufzubauen quasi, weil eben scheinbar Attila Hildmann ziemlich rechtsextrem sein soll, ja, und scheinbar auch Juden hassen soll und scheinbar auch Krieg lieben soll. So schreiben es die Artikel. Das ist ziemlich krass, aber ja, scheinbar ist das so. Und Kai hat ihn zudem als hochgradig manipulativ bezeichnet. Das sind hier, wie gesagt, nur Zitate.
die Artikel von Stern, T-Online und Tagesspiegel, der ist leider hinter einer Paywall, habe ich euch unten verlinkt. Allerdings, wie gesagt, ich darf euch leider den Blogpost von Anonymous nicht teilen. Dafür wird man nämlich auf Twitter instant gesperrt. Und das hat der Chaos Computer Club Freiburg herausgefunden, weil Twitter vorher eine Warnung anzeigt, und wenn man das quasi, wenn man das dann trotzdem postet, dann kann es gut sein, dass man eine Sperre bekommt. Daher ist das Ganze hier nicht in den Quellen. Ja, es lebe die Pressefreiheit. Aber was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Findet ihr es okay, dass Whistleblower wie Kai existieren? Sagt ihr, dass Anonymous eigentlich hier nur Journalismus gemacht hat? Oder sagt ihr, ey, das kann so nicht sein, Anonymous muss komplett weg? Oder diese Aktion war komplett daneben? Lasst mich mal eure Meinung in den Kommentaren unten wissen, und ich bin gespannt, was hier noch weiter rauskommt, aber wie gesagt, das kommt noch alles. Und damit kommen wir zu einer neuen Kategorie, und zwar den Leaks der Woche. Ich dachte mir, ich splitte das jetzt endlich mal in Sachen, die wirklich Angriffe sind, und Sachen, die einfach nur Datenverlust sind, wo ich sowieso nicht mehr dazu sagen kann, weil die Unternehmen natürlich nicht immer sagen, wie das Ganze eigentlich passiert ist. So hier eben auch bei Fortinet. Fortinet ist eine Anwendung, die sehr häufig zum Einsatz kommt. Ich weiß, dass einige meiner Zuschauer die auch hier verwenden, und deswegen möchte ich hier mal ganz kurz eine Warnung aussprechen. 500.000 Accounts wurden im Darknet zum Verkauf angeboten. Und das kann natürlich ziemlich verheerende Auswirkungen haben. Fortinet ist im Endeffekt ein Enterprise-VPN-System mit natürlich noch mehr obendrauf, und man geht damit in das Firmennetzwerk rein und kann dann dort eben Sachen administrieren, also zum Beispiel Serveradministration machen etc. etc. Und das Problem natürlich jetzt an der Sache ist, wenn diese Credentials hier gestohlen wurden, dann sind das Credentials oder Login-Daten von Systemadministratoren häufiger mal. Und die haben natürlich dann auch Zugriff auf gewisse Systeme, offensichtlich, weil sie halt Sachen installieren müssen. Hacker könnten jetzt also hier diese Accounts kaufen und dann auf den Servern oder auf den Systemen eines Unternehmens im Endeffekt zum Beispiel Ransomware installieren oder eben Spyware installieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, deswegen bitte hier seid gewarnt. Noch einen Schritt weiter ist allerdings eine Gruppe von Hackern gegangen, und hier habe ich tatsächlich leider sehr, sehr wenig Infos für euch, aber es ist wirklich gelungen, scheinbar die United Nations zu hacken bzw. zu leaken. Die Daten sind nicht öffentlich oder sowas, aber Hacker ist es gelungen, in die United Nations Datenbanken sozusagen reinzukommen und einige Dokumente zu entwenden. Was genau, ist natürlich unbekannt. Die interessante Sache ist hier allerdings, wie das passiert ist, und zwar, man hat sich nach und nach an der Eskalationsleiter sozusagen hochgeschraubt. Und das heißt, man hat erstmal angefangen mit irgendeinem Billo, der kaum Rechte hat, und der hatte dann halt nur einen Usernamen und Passwort und hat seine Credentials bei einer ganz normalen Phishing-Aktion preisgegeben. Damit konnte man dann natürlich seinem Vorgesetzten bzw. einer Reihe von wichtigeren Personen schreiben und so weiter und so fort. Scheinbar ging das mehrere Monate so. Und was mich noch mehr erstaunt ist, offensichtlich wurde hier alles über Phishing gemacht. Das heißt, man hat hier wirklich immer nur Username, Passwort verwendet, um sich jeweils einzuloggen. Und mittlerweile sind scheinbar einige wichtige Dokumente abhanden gekommen. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, die United Nations hat keine Sicherheitspolicy, die besagt, dass man Zwei-Faktor-Authentifikation anschalten muss. Klar, starke Passwörter, okay, aber wenn man halt das Passwort freiwillig hergibt, bringt das halt nichts. Man hat weder 2FA offensichtlich, noch irgendwie Sicherheitsschlüssel, um sich einzuloggen. Und das ist meiner Meinung nach unfassbar beunruhigend, dass so eine wichtige Organisation nicht mal 2FA in ihren Sicherheitspolicies drinstehen hat. Ich dachte, das wäre Standard bei euch. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche erstmal. Und zwar geht es um Gaia X. Was soll Gaia X eigentlich sein? Nun ja, die europäische Cloud sozusagen. Eine souveräne, unabhängige Cloud, die einfach nur von Europa ist. Ja, Amerika hat einiges. Die haben Google Cloud, Microsoft Azure und die haben AWS. Die haben halt wirtschaftliche Cloud-Systeme. Und hierzulande sollte die Telekom eigentlich eine unabhängige Cloud entwerfen, die mit solchen Systemen mithalten kann. Hat sich allerdings herausgestellt, dass diese Unabhängigkeitssache oder Souveränitätssache nicht ganz so ernst gemeint war, wie man das dachte. Und zwar hat man jetzt beschlossen, bei Gaia X auf Google Cloud Computing zu setzen, allerdings auf europäischer Basis. Das heißt, die Server stehen in Europa, man kann sich quasi Cloud in Europa mieten unter dem Namen Gaia X bzw. Telekom, und im Hintergrund ist es einfach Google Cloud Computing sozusagen. Also die arbeiten da scheinbar sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ja, ich vermute, dass das bei den
den meisten europäischen Großprojekten dann irgendwann mal der Fall sein wird, weil man kommt einfach heutzutage an AWS oder Google Cloud oder Azure nicht mehr wirklich vorbei. Google Cloud ist eigentlich deutlich kleiner als zum Beispiel Azure oder AWS vor allem. AWS ist halt so Marktführer mit so viel, ja, aber scheinbar hier Google Cloud als gute Alternative dargestellt und ja, irgendwie interessant, dass man da so einen Rückzieher gemacht hat. Okay, kommen wir aber zum zweiten Aufreger der Woche und der ist für viele von euch wahrscheinlich deutlich interessanter. Es geht um Valorant. Valorant ist ein Spiel von Riot Games und Riot Games gehört ja zu 100% Tencent und Tencent ist China und China Überwachung und so. Aber das nur am Rande gesagt, ist allerdings nicht so sehr vertrauenserweckend, dass ihre Anti-Cheat-Engine, nämlich Vanguard, jetzt bei Windows 11 Nutzern TPMs verpflichtend macht. Was ist ein TPM? Ein TPM ist ein Trusted Platform Module und ist in Windows 11 eben auf jeden Fall mit unterstützt. Teilweise wollte man es auch verpflichtend machen, da bin ich gerade gar nicht so auf dem aktuellen Stand. Aber ja, wenn man jetzt ein TPM verpflichtend macht, heißt das für euch, ihr könnt nur noch zocken, wenn ihr dieses TPM auch aktiviert habt. Und wenn ihr kein TPM habt, dann könnt ihr halt auch kein Valorant mehr zocken. Das hat schon zu einigen Aufreger-Stories bei vielen Gamern geführt und ist natürlich auch ein bisschen doof. Was ihr machen könnt, ist einfach nicht mit Windows 11 arbeiten, sondern auf Windows 10 zurückzugehen. Aber lange wird das auch nicht mehr funktionieren, denn naja, man möchte natürlich auch zu Windows 11 migrieren und irgendwann wird Windows 10 halt einfach nicht mehr weiterentwickelt. Alles in allem eine nicht so geile Situation. Kommen wir daraufhin zum Lacher der Woche, wobei Lacher sich hier eher auf Außenstehende beschränkt, denn ich glaube, die Beteiligten hatten eher wenig zu lachen und in dem Sinne, ja, nicht ernst nehmen, okay, diese Kategorien. Also, um was geht's? Herr Andi Grote, er trägt ein politisches Amt in Hamburg und ist Mitglied bei der SPD und jetzt tatsächlich schon seit einigen Jahren im Amt. Er ist teilweise nicht so beliebt, würde ich mal sagen, bei manchen Menschen, wie fast jeder Politiker irgendwo, und hat jetzt vor kurzem eine Nachricht auf Twitter bekommen, die besagte, du bist so ein Pimmel. Das war ein Zitat, das war keine Beleidigung. Und naja, daraufhin hat Herr Grote das Ganze angezeigt bei der Polizei und der Mann hat tatsächlich eine Hausdurchsuchung bekommen. Problem ist an der Stelle, die Polizisten waren um 6 Uhr morgens dort, das heißt, die haben sie quasi aus dem Bett geklingelt, die haben auch Kinder und alle waren in kompletter Panik. Und das ist halt nicht ganz so angenehm und wirft halt auch irgendwie ein schlechtes Licht auf einen Politiker, wenn man wegen so einer Kleinigkeit in dem Sinne wirklich schon direkt zur Hausdurchsuchung greift. Alles in allem wird ihm jetzt definitiv Kleinkariertheit vorgeworfen und es wird von allen möglichen Leuten behauptet, es war wahnsinnig peinlich. Ihr dürft mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich möchte hier allerdings noch ein bisschen was Zusätzliches aufwärmen, denn ja, wenn jemand anders, also vielleicht kein Politiker, solch eine Anzeige stellt, dann ist das definitiv nicht so einfach. Und zwar, es gibt haufenweise Möglichkeiten, solche Anzeigen zu stellen und wenn ich persönlich alles angezeigt hätte, dann hätte die Polizei schon mehrere tausend Anzeigen, wenn ich einfach nur wegen jeder kleinen Beleidigung was anzeigen würde, hätten die schon sehr, sehr viele Anzeigen erhalten und vermutlich auch sehr viele Hausdurchsuchungen eigentlich machen müssen. Der Punkt hinten dran ist allerdings, wenn bei einem Senator so direkt bei so einer kleinen Beleidigung in dem Sinne schon eine Hausdurchsuchung blüht, was passiert dann erst, wenn das wirklich für jedermann kommt und für jede Frau auch kommt? Denn Influencer haben momentan schon ordentlich mit Hate zu kämpfen. Wie gesagt, ich kriege ungefähr einmal am Tag so eine Beleidigung, eher was Schlimmeres. Und wenn ich die alle anzeigen würde, dann wäre die Polizei auf jeden Fall gut beschäftigt. Wenn das jetzt jeder Influencer macht, vor allem die, die etwas größer sind, dann ist unsere Polizei zu 100% beschäftigt, einfach nur damit, Hausdurchsuchungen durchzuführen und die eigentlichen Verbrechen, die nicht einfach nur so eine kleine Online-Beleidigung wären, die müssen eigentlich ignoriert werden, weil, ja, man muss ja den Hausdurchsuchungen nachgehen, ne? Also das heißt, wir bräuchten ungefähr die doppelte, dreifache, vierfache, hundertfache Anzahl an Polizisten, einfach nur um solche Beleidigungen anzugehen. Und da kommen natürlich nochmal die Sachen dazu, die jetzt von der Chat-Durchsuchung, naja, einfach dazukommen, weil da soll ja eine KI automatisiert Anzeigen stellen. Die Polizei darf dann selber entscheiden, ist das jetzt eigentlich eine Anzeigungssache oder nicht. Ja, alles in allem, ich weiß nicht, wohin das führen soll, aber auf jeden Fall zu einer Überlastung der Polizei. Ich weiß nicht, wann man da die Grenze ziehen sollte und ob das überhaupt alles noch so gerechtfertigt ist und wo das Maß eigentlich ist. Weil ich glaube, die Traumatisierung der Kinder, die ist definitiv schlimmer, als zu schreiben, du bist so ein Pimmel. Aber das ist nur meine Meinung. Wie ihr das seht, wie gesagt, dürft ihr mir gerne schreiben.
Und damit kommen wir zur Statistik der Woche, denn Barracuda hat eine neue Statistik über Bots im Internet rausgebracht und die fand ich sehr, sehr interessant. Ihr seht sie hier auch eingeblendet und zwar geht es darum, wie viel Internetverkehr ist eigentlich von Menschen, wie viel ist von bösartigen Bots, das heißt Sachen, die einfach nur geklaut werden, zum Beispiel irgendwie Daten, die geklaut werden oder Daten, die abgefragt werden oder einfach Denial-of-Service-Bots und wie viel ist eigentlich von guten Bots. Und die erschreckende Statistik lautet, ungefähr ein Drittel, also 36% ist von Menschen. Der Rest ist von Bots. Davon, also 39% sind insgesamt von bösartigen Bots und 25% sind von guten Bots, also sowas wie Webcrawler oder eben API-Calls oder. Und ja, 25%, okay, schön, fein und gut, das passt, alles ganz normal, aber eben diese 39% Bad Bot Traffic, 40% eures Internets ungefähr, sind von nicht gewollten, bösartigen Bots. Und davon kommen übrigens 67% von Nordamerika, 22% von Europa, 8% aus Asien, 2% aus Ozeanien und der Rest von Südamerika und Afrika. Das ist ein bisschen arg viel und ja, was man dagegen tun kann, ist natürlich, man kann eben, wie gesagt, den bösartigen Bot-Traffic filtern und IPs blocken, aber mehr bleibt einem da halt nicht übrig, weil jeder kann halt so dran teilnehmen, wie er oder sie möchte und es in dem Fall auch noch. Und damit kommen wir zum Fail der Woche und der geht diese Woche sowas von an Facebook. Denn Facebooks KI hat ein bisschen vergeigt und hier lasst mich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben einmal eben Facebook, die entwickeln sogar ihr eigenes Frameworks, um KI zu entwickeln. Das nennt sich PyTorch und ja, ist eigentlich ein gutes Framework. Aber was ist passiert? Und zwar folgendes. Ein Mensch hat ein Video gesehen auf einer Videoplattform und zwar das nannte sich mit dem Titel "Weißer Mann ruft Polizei wegen schwarzen Männern am Hafen". Und danach wurde der Mensch dann gefragt, ob er sich gerne weiter Videos über Primaten angucken möchte. Primaten sind Affen. Ja, jetzt fragt man sich, wie kann sowas passieren, beziehungsweise was genau ist da passiert. Daraufhin gab es nämlich eine kleine Untersuchung und zwar hat sich herausgestellt, ja, Facebooks KI verwechselt offensichtlich dunkelhäutige Menschen mit Primaten. Und das ist halt etwas, das darf man sich absolut nicht leisten. Und naja, es stellt sich trotzdem die Frage, wie kann sowas passieren? Denn auch viele Parteien in der Bundestagswahl möchten gerne Algorithmen und KIs regulieren und diskriminierungsfrei halten. Das ist natürlich jetzt genau ein solcher Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, wie zur Hölle ist das sogar Facebook, einem milliardenschweren Konzern, eigentlich passiert? Und da lasst uns mal ganz kurz auf KIs gucken. Eine KI hat erstmal Eingabe, ja, und dann kommt das ganze Zeug in die KI und anschließend haben wir eine Ausgabe. Wunderbar, soweit so gut. Jetzt, wo ist das Ganze schiefgelaufen? Die KI in der Mitte ist erstmal strunzdumm, ja, die hat keine Ahnung, was ein Mensch überhaupt ist oder was ein Primat ist oder was überhaupt irgendwas ist. Die lernt allein von Daten. Daten, die quasi reingefüttert werden. Das heißt, ihr schreibt euren Algorithmus, aber der muss dann noch trainiert werden. Der muss was lernen, wie ein Mensch eigentlich auch. So, und ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, dann ist offensichtlich irgendwas bei den Daten falsch gelaufen. Und hier kommt jetzt meine Vermutung, Achtung, nur eine Vermutung ins Spiel. Wenn wir Daten haben von haufenweise nicht dunkelhäutigen Menschen, wie sie in der Stadt rumlaufen, Eis essen, I don't know, am Hafen sitzen oder sonst irgendwas, dann lernt die KI, okay, naja, normale Umgebung halt, so menschlicher Wohnraum, okay. So, und wenn wir jetzt allerdings dieser KI vielleicht aufgrund von sehr, sehr vielen Bildern oder Videos einfach noch zeigen, wie es in Afrika aussieht, dann haben wir da vielleicht nicht so den direkten Vergleich einfach zu dem, was wir hier in der westlichen Welt haben. In Afrika haben wir nicht Hochhäuser, wir haben keine Häfen oder wir haben keine millionenschweren Gebäude oder sowas. Zumindest nicht so viele. Natürlich gibt es da auch ein paar, aber es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Videos oder Bildern von, naja, ärmeren Städten oder Dörfern oder sowas, die gerade so am Existenzminimum leben. Und da ist dann wahrscheinlich die Entfernung von diesen Bildern, von diesen Videos zur westlichen Zivilisation einfach größer als zu Affen hin. Wahrscheinlich. Ich vermute es. Es ist wie gesagt nur eine Vermutung. Und ich vermute, dass dieser extreme Vergleich von viel zu viele Bilder in diesem Setting, zu wenig dunkelhäutige Menschen bei uns in der Zivilisation einfach fotografiert und dann eben Affen natürlich in
in der Art und Weise, wie sie halt leben, dass das halt einfach dazu geführt hat, dass diese KI einfach das nicht ganz verstanden hat, was da eigentlich der Unterschied ist. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem und zeigt eigentlich, dass dunkelhäutige Menschen bei uns immer noch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Ich meine, schaut euch mal auf Netflix um, ja, da gibt es wahnsinnig viele, die irgendwie sowas reinbauen in ihre Filme, aber irgendwie bei uns in der Zivilisation, also ganz normale Videos oder Fotos, einfach so, wie man es halt einfach kennt, das scheint mir immer noch ein bisschen zu wenig zu sein. Und in dem Sinne möchte ich euch aufrufen dazu, dass ihr einfach, ja, vielleicht auch einfach solche Bilder mal macht, falls ihr dunkelhäutig seid. Ich weiß nicht, ist eigentlich auch egal, wie viele meiner Zuschauer dunkelhäutig sind, aber ja, das könnte halt ein Problem gewesen sein von so einer KI. Und damit kommen wir zum Win der Woche. Denn ja, Apple hatte ja angekündigt, sie wollen so Kinder-Porno-Scanner in die Smartphones bzw. iPhones einbauen und die dann in iOS Version 15 veröffentlichen, für alle verpflichtend. Und dadurch wäre quasi immer mal wieder was entschlüsselt geworden. Und falls es mehr als 30 Mal quasi einen Treffer gegeben hätte von dieser KI. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Der Punkt ist jetzt allerdings, warum es ein Win der Woche ist: Apple hat gesagt, wir schieben das Ganze auf. Und das ist auch erstmal eine gute Idee hierbei. Allerdings ist das natürlich noch nicht das Ende. Aufschieben heißt nicht, dass es nicht kommt. Wahrscheinlich wird es trotzdem kommen. Ich vermute allerdings, dass Apple die jetzt anstehende Abstimmung im EU-Parlament aussetzen möchte. Denn diesen Monat entscheidet das EU-Parlament, ob die Chat-Kontrolle, die ja aktuell freiwillig erlaubt ist, ob die für alle Dienste verpflichtend wird. Auch für verschlüsselte Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Signal, Telegram, WhatsApp etc. etc. Wenn diese Technologie, die Chat-Kontrolle, verpflichtend wird, dann muss die Verschlüsselung zwangsweise umgangen werden, um eben solche Kinderporno-Scanner sowieso verpflichtend zu machen. Und dann ist Apple ohnehin gezwungen. Ich vermute, dass sie es jetzt einfach bis dahin aufschieben und dann sagen, sorry, wir können es leider nicht ändern, wir sind von der EU verpflichtet worden. Das heißt, ich bleibe natürlich für euch dran, was für eine Abstimmung am Ende bei der Chat-Kontrolle rauskommt, und ja, ich hoffe mal, dass das nicht zustande kommt, aber aktuell sieht es leider ein bisschen anders aus. Deswegen macht da gerne noch mal ein bisschen Druck bei euren Abgeordneten, dass sie da dagegen stimmen. Achtung, EU-Parlament, nicht Deutschland, okay? Und damit kommen wir zum zweiten Win der Woche, und der geht an den EuGH, den Europäischen Gerichtshof. Der hat jetzt nämlich entschieden, dass Vodafone Pass und Telekom Stream On illegal sind, dass die eigentlich gar nicht erlaubt sind. Sie sind jetzt offiziell ein Verstoß gegen Netzneutralität. Warum ist es ein Win und was bedeutet das eigentlich? Nun, Netzneutralität bedeutet, dass erstmal jeder Traffic im Internet gleich behandelt wird. Und naja, was haben Stream On und Vodafone Pass gemacht? Die haben gesagt, okay, wenn ihr euch einen Vertrag mit Stream On kauft, dann könnt ihr Netflix gucken, ohne dass es von eurem Datenvolumen abgeht. Sprich, im Endeffekt haben sie eure Internetlimitierung, also zum Beispiel, wenn ihr einen 3 GB Vertrag habt und dann die ganze Zeit Netflix guckt, dann geht das nicht von diesen 3 GB ab. Und im Endeffekt wird deswegen Netflix-Traffic anders behandelt als zum Beispiel Traffic von, I don't know, meiner Website zum Beispiel, ja? Und deswegen müsste ich dann einen Vertrag mit Telekom abschließen, und das müsste jeder sozusagen. Netflix wird für so ein Stream-On-Paket schon ordentlich Kohle bezahlen, dass das für die User kostenlos ist oder eben nicht vom Datenvolumen abgeht. Und deswegen wird Netflix besser behandelt als zum Beispiel meine Webseite oder als eine andere Webseite. Und deswegen ist es ein Verstoß gegen die Netzneutralität, wo jeder Traffic gleich behandelt wird. Sprich, es ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil von Netflix gegenüber anderen Anbietern. Und deswegen hat der EuGH das jetzt auch als illegal erklärt. So, was könnte jetzt passieren? Nun ja, im Endeffekt darf jetzt Vodafone und Telekom und eigentlich kein Anbieter mehr sagen, dass sie euch ein Paket, zum Beispiel YouTube oder Stream On, also Netflix oder sonst irgendwas, ohne Datenvolumen abzuziehen, anbieten. Sprich, was jetzt vielleicht in Deutschland bald der Fall sein könnte, weil offensichtlich sind die Kapazitäten ja da, gehen alle Verträge im Preis ein bisschen runter und die Kapazitäten, sprich wie viel ihr an Datenvolumen habt, gehen hoch. Und damit würden wir uns dann angleichen an andere Internetanbieter, an anderen Ländern zum Beispiel. Denn Deutschland ist, was Gigabyte-Preis angeht, unfassbar teuer. In anderen Ländern zahlt ihr für einen unlimitierten Vertrag vielleicht noch so 30 € oder sowas, halt wie Festnetz auch. Und das wäre auch zeitgemäß. Die Kapazitäten haben wir eigentlich auch. Aber man möchte halt Geld rausquetschen. Das ist jetzt eben vom EuGH hier eben als illegal erklärt worden. Deswegen Win der Woche.
Was nicht ganz so Win der Woche ist, sondern eher zu den Privacy News oder Privacy Fails, wenn man möchte, gehört, ist das hier. Und zwar, es gibt jetzt eine Klage in den USA gegen VPN-Anbieter. Das heißt, Millennium Media vor allem, aber es gibt noch ein paar andere, glaube ich, die klagen jetzt aktuell gerade gegen VPN-Anbieter, weil, naja, man kann damit illegale Dinge machen und kann nicht belangt werden. Man kann damit streamen. Das heißt, man kann zum Beispiel irgendwie illegal Filme runterladen oder irgendwie illegal eben Sachen online streamen, die man eigentlich nicht bezahlt hat. Und das finden die Filmeersteller nicht ganz so geil, was ich verstehen kann, aber die VPN-Anbieter an sich, die werden jetzt verklagt, weil die VPN-Anbieter an sich werden jetzt dazu quasi, naja, sie seien eigentlich nur dazu da oder hauptsächlich dazu da, solche illegalen Dienste durchzuführen oder solche illegalen Angebote anzunehmen. Und das wiederum könnte eine riesige Schockwelle sein, die sich da durchzieht, wenn diese Klage wirklich durchkommt. Denn tatsächlich hat ein VPN-Anbieter genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie zeichnen alles auf und geben eure Daten dann einfach weiter, oder sie zeichnen nichts auf und schützen eure Privatsphäre. Wenn sie eure ganzen Daten weitergeben, braucht ihr keinen VPN-Anbieter, um illegal irgendwelche Sachen anzugucken oder generell irgendwas zu machen. Denn dann kann jede Behörde einfach zum VPN-Anbieter gehen und diesen VPN-Anbieter einfach nach den Daten fragen. Es gibt nämlich solche Durchsuchungsmöglichkeiten auch in Deutschland. Auf der anderen Seite, wenn ein VPN-Anbieter nichts speichert, muss er erstmal nichts rausgeben. Es kommt immer auf das Land drauf an, in manchen Ländern muss man nichts speichern. Das Ding ist jetzt allerdings, wenn die VPN-Anbieter hier erfolgreich verklagt werden, weil ihnen grundsätzlich etwas Böses unterstellt wird, dann könnte es natürlich für jeden VPN-Anbieter ein bisschen problematisch werden. Denn die wenigsten wollen die Daten an sich speichern und tun das natürlich auch eigentlich nicht, wenn sie nicht müssen. So, und wenn sie jetzt natürlich irgendwie auf Grundlagenbasis direkt verklagt werden, dann macht das eigentlich relativ wenig Sinn, den Dienst noch weiter zu betreiben. Sprich, VPNs könnten nicht direkt illegal gemacht werden, aber sie könnten einfach grundsätzlich als was Böses gelten und dann direkt einfach vom Markt verschwinden, weil es lohnt sich überhaupt nicht mehr für sie. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, VPNs werden eigentlich nach ihrem eigenen Land beurteilt. Und es gibt Länder, in denen ist auch Streaming legal. Und in denen stehen auch viele von diesen VPN-Anbietern. Also muss man immer überlegen, was jetzt da für eine Klage an Sinn hat oder nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein, russisches Unternehmen verklage, weil ich irgendwie einen amerikanischen Film geguckt habe, ich glaube, das wird nicht so erfolgreich sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer betrachten, VPNs sind ein wahnsinnig wichtiges Tool, um auch in Firmennetzwerke reinzukommen, um zum Beispiel Server zu administrieren oder irgendwie an Daten ranzukommen, die nur firmenintern sind. Und da kann man eigentlich VPNs an sich nicht verklagen. Also es geht wahrscheinlich eher um solche größeren Firmenanbieter, nicht grundsätzlich um VPNs. Also selbst hosten ist immer noch eine Option. Aber ja, alles in allem eine nicht ganz so tolle Entwicklung. Ich werde da für euch auf jeden Fall dranbleiben. So, kommen wir allerdings zu einer neuen News im Bereich Politik-News. Und zwar, es geht um Digitalisierung. Es geht um digitale Ausweise. Etwas, das in vielen Ländern schon möglich ist und jetzt auch in Deutschland zumindest erstmal rechtlich kommt. Die rechtliche Grundlage gilt seit dem 1. September und ist damit schon eine Weile in Kraft tatsächlich. Ihr könnt euch jetzt tatsächlich, wenn ihr wolltet oder wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet, beim Amt mit eurem digitalen Ausweis auf eurem Smartphone ausweisen und das einfach so machen. Und das ist an sich eine wichtige Sache, wenn wir in Richtung Digitalisierung gucken. Allerdings gibt es diese App noch gar nicht, die Smart eID App. Die kommt nämlich erst im Dezember und dann soll es tatsächlich möglich sein, seinen Ausweis quasi ins Handy reinzuladen. Ich bin auf eine Analyse des Chaos Computer Clubs oder vielleicht auch eine eigene Analyse wahnsinnig gespannt. Mal gucken, wie ich dazu die Zeit finde oder wie andere auch die Zeit dazu finden. Ich bin gespannt, ob wir da was Vernünftiges auf die Beine gestellt haben und wie gut das dann am Ende auch wirklich ist. Aktuell kann man natürlich noch nichts dazu sagen. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, da kommt was. Ja? So, und damit kommen wir nochmal zu den Politik-News. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern in Australien. Falls ihr jemals vorhattet, wegen Privacy nach Australien auszuwandern, macht's nicht. Denn das Ganze ist ein relativ bösartiges Gesetz, was jetzt daraus gekommen ist und im Endeffekt sagt das auch einiges aus, was da gerade in Australien passiert. Mozilla hat sich ja auch schon vor einer Weile aus Australien zurückgezogen mit der Entwicklung, weil sie eben Angst hatten vor der ganzen staatlichen Überwachung. Also es sieht nicht geil aus da unten, okay? Aber was ist passiert? Nun, im Endeffekt hat jetzt die Polizei und die Behörden im wirklichen Eilverfahren die Erlaubnis bekommen,
von jeglicher Person die Accounts zu übernehmen, also Social Media, Online-Banking, alles zu übernehmen und Informationen rauszulesen, also private Nachrichten lesen, aber auch theoretisch Sachen posten, Sachen liken, Sachen angucken, alles Mögliche kann man mit den Accounts machen. Und zwar ohne richterlichen Beschluss und ohne, dass ein Verdacht vorliegt. Es geht einfach mit jedem Account, ab sofort. Und das heißt natürlich erstmal auch, dass die Polizei im Zweifel auch Beweismittel selbst hinterlegen könnte, wenn sie das wollen. Und naja, das zu widerlegen ist wirklich, wirklich schwer als normale Person, oder? Das ist halt ja nicht wirklich machbar. Es gibt wahnsinnig viel Kritik dagegen, aber es geht sogar noch weiter. Man kann generell alle Daten kopieren, löschen, modifizieren oder auch einfach wirklich komplett verändern. Also man kann den kompletten Datensatz einer Person, der zum Beispiel bei Google liegt oder sowas, könnte man verändern als Polizei jetzt. Zusätzlich geht es um Netzwerkaktivität, das heißt, man kann wirklich das Netzwerk von zum Beispiel Bluetooth oder WLAN oder Wi-Fi, generell alles, könnte in Australien jetzt überwacht werden. Und ja, natürlich gibt es da Kritikerstimmen dagegen, aber tatsächlich ist das Gesetz schon beschlossen und wird auch schon durchgeführt. Man möchte damit, so sagt zumindest die australische Regierung, nur im Sinne von Kriminalitätsbekämpfung handeln. Aber wir wissen ja, wie gut das manchmal funktioniert hat. Ne? Da werden mal ganz, ganz liebe oder unliebsame Gegner, politische Gegner, Journalisten, whatever, wird einfach mal unter den Tisch gekehrt, indem man ihnen irgendwelche Beweise unter die Schuhe schiebt. Ich weiß nicht, ob das in Australien auch passiert ist, aber in anderen Ländern dieser Welt ist das auf jeden Fall schon passiert. Damit ist Australien, was freie Meinungsäußerung oder auch Pressefreiheit angeht, wirklich sehr viel tiefer gerutscht in den Rankings und das wird sich wahrscheinlich relativ bald auch zeigen. Weit von China weg sind sie nicht mehr damit. Also es ist definitiv nicht geil. Ja, und so viel dazu. Und damit kommen wir ganz passend eigentlich zum Bericht der Woche, und zwar der Chaos Computer Club ist 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. 40. Geburtstag, das ist schon eine Leistung, vor allem in so turbulenten Sachen. 40 klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen jung, aber der Chaos Computer Club ist wahnsinnig gewachsen in der Zeit. Der war ja davor wirklich so ein paar Handvoll Leute und mittlerweile ist es halt wirklich eine riesige Sache und es freut mich wahnsinnig, dass ihr schon 40 Jahre lang dabei seid. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich diese IT-Trends mit dem Motto beschließen, dass der Chaos Computer Club immer noch vertritt, und zwar Tu wat. Ja? Tu wat heißt im Sinne von beteiligt euch, teilt dieses Video oder macht auf Themen aufmerksam, macht einfach irgendwas. Die Technik ist an sich nur zu unserem Nutzen da. Und in dem Sinne möchte ich euch auch in die, ich glaube jetzt baldige Wahl für euch auch, wobei doch, wir hören uns nochmal vorher. Aber auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.